Hallo, ist mal wieder Zeit für ein Update. Höchste Zeit. Ich habe jetzt die Controlled Arch Zahnspange seit ein bisschen mehr als 2 Monaten. Und letzte Woche war der nächste Verstelltermin. Genau, ja, 2 Monate und eine Woche jetzt. Also ich bin noch im Zeitplan. Ja, vor dem Termin, ich habe ja letztes Mal erzählt mit diesen Aufbauten, dass ich da so rumgemacht habe, weil die nicht toll waren. Ich habe es dann also noch hingekriegt, mir das so einzuschleifen, dass der Unterkiefer zentriert war. Ich bin ganz stolz auf mich. Und dann kam ich zu dem Termin und der meinte dann, heute machen wir die Aufbauten komplett neu. Und ich so, nein. Aber es kommt besser. Ja, bei dem Termin wurden die Bögen rausgemacht. Einmal, also raus und wieder rein, ne? Sieht man ja. Einmal wurden oben und unten der Bogen innen, da, ja und da, den hat er rausgemacht, das war ziemlich unangenehm. Also, den hat er irgendwie nochmal auseinandergebogen. Eigentlich, er meinte, bei den nächsten Patienten hat er das zuerst gebogen, bevor er die Zahnspange überhaupt eingesetzt hat, aber das wusste er damals noch nicht, dass das mit dem Rausnehmen so doof ist. Er ist ja noch relativ neu dabei. Deswegen mussten die jetzt raus und gespannt werden und wieder rein. Das war eher unangenehm, ziemlich unangenehm, weil die halt Spannung haben und die dann rauszumachen, dann ja. Aber das habe ich geschafft. Dann wurden oben und unten die äußeren Bögen durch dickere ersetzt. Also da werden nach und nach immer welche reingemacht, die ein bisschen dicker sind irgendwie und mehr die Zähne auseinanderziehen oder irgendwie sowas. Und das Bögen rausmachen selber war jetzt nicht unangenehm, aber die sind alle mit so kleinen Haken da festgemacht. Und diese Haken aufzuklicken, ja, also meine Zähne waren hinterher zwei Tage ziemlich empfindlich von diesen Haken aufmachen. Vor allem hier unten, da stehen die Zähne so eng und da dann die Haken aufzumachen, das war... Also den einen Haken hat er auch nicht wieder zugekriegt, aber der Zahn steht so schräg und der dickere Bogen, der hat sich nicht so biegen lassen, dass da der Haken drüber gepasst hätte. Aber das wird ja alles geweitet und wenn der Zahn dann ein bisschen mehr in Reihe steht, dann kann man den dann auch einklicken. Ja, dann wurde ich genervt, dass ich eine professionelle Zahnreinigung machen sollte. Und ich mag diese professionelle Zahnreinigung nicht. Es schmeckt eklig, das Zeug und dieses Sandgestrahle von meinen Zähnen. Das ist mir alles... jedenfalls habe ich mich da gesträubt. Und er wollte mir verklickern, dass ich das unbedingt machen muss, weil sonst meine Zähne absterben, quasi. Zahnarztsprüche halt. Und ich dann, ja, mir haben schon viele Zahnärzte prophezeit, dass meine Zähne absterben und es ist nicht eingetreten. Naja, da muss er dann auch nichts mehr zu sagen. Und seine Gehilfin hat gekichert. Ja, jedenfalls haben wir das halt hinter uns gebracht und irgendwie habe ich es überlebt. Eigentlich sollte der Termin nur 30 Minuten dauern. Aber da er sich so einiges dann ausgedacht hat, für mich hat es dann 2 Stunden gedauert fast. Das war schon, ja. Und die Aufbauten sind neu. Und ja, jetzt muss ich eine Pause machen, weil mein Baby schreit. Ja, ja, ich habe vor etwas mehr als 2 Wochen Zwillinge bekommen und die halten mich auf Trab. Wo war ich? Ich war bei den Aufbauten. Also mein Zahnarzt hat einen Kurs gemacht und sich weitergebildet zum Thema Aufbauten. Und deswegen hat er die Aufbauten neu gemacht und macht die jetzt anders. Er macht einen Abdruck von hier vorne in der Bissposition, die man haben will, und passt dann die Aufbauten an. Also da ist dann so ein kleines, wie so Gummi sah das aus, also dieser Abdruck von hier vorne. Den steckt er dann so drauf und dann werden auf der einen Seite die Aufbauten gemacht und dann, solange das noch weich ist, die Bissposition mit diesem Teil, was da vorher gemacht wurde, hergestellt und dadurch hat man dann die Abdrücke von den Zähnen oben auf den Aufbauten unten. Und dadurch sind die Aufbauten nicht nur flach, sondern haben
ein Relief. Und das wurde auf beiden Seiten gemacht. Und danach wurde noch mit Blaupapier und so rotem Papier das eingeschliffen. Erst einfach nur draufbeißen und dann hat er das rote Papier genommen, zusammengeknüllt und dann sollte ich da drauf rumkauen. Und dann hat er noch die Stellen gesehen, die beim Kauen Probleme machen, und hat die auch noch angeglichen. Und das ist schon viel besser gewesen als die ganze Aufbautengeschichte vorher. Also es gab noch so eine Stelle, die ich noch ein bisschen nachgeschliffen habe mit meinem Maniküre-Gerät. Aber das war echt minimal und jetzt passt es und ist auch zentriert, ohne dass ich da wochenlang dran rumfeilen muss. Also deutliche Verbesserung, kann ich nur empfehlen, die neuen Aufbauten. Und damit kann ich jetzt auch auf beiden Seiten kauen. Also mit denen, die ich mir dann bis zum Schluss hin so zurechtgeschliffen habe, dass der Kiefer zentriert war, konnte ich halt nur auf einer Seite gut kauen, auf der anderen Seite ging es irgendwie nicht. Und jetzt funktioniert es doch besser, ja. Also es ist nicht perfekt, ne? Es ist nicht wie die eigenen Zähne. Mit Fleisch habe ich trotzdem so meine Probleme, aber es ist echt gut so. Und will ja auch nicht jeder an seinen Aufbauten rumfallen, so wie ich. Also diese Lösung, die ist schon, finde ich, gut. Dann habe ich noch so eine Kette gekriegt. Ich dachte erst, hey, eine Kette, was ist eine Kette? Das ist so Gummiösen, wie auch immer, aneinander, die von dem Zahn, oder nee, von dem bis zu dem hier, unter der Zahnspange lang gehen. Sieht man kaum. Aber er meinte, die verfärben sich, dann sieht man sie nach einer Weile gut. Und das zieht quasi die Zähne hier zusammen, die waren ja ein bisschen auseinandergerutscht mit Lücke schon. Und zieht auch den Vierer hier hinten nach vorn, weil der soll ja diese Lücke schließen. Ja, das ist neu. Und was jetzt vor ein paar Tagen passiert ist, was mich ein bisschen geärgert hat, ist, dass hier eine Füllung rausgefallen ist an diesem Vierer. Und ja, tut nicht weh. Ist ja auch, ich kau da auch nicht drauf, dadurch, dass die Aufbauten erst dahinter anfangen. Also ist jetzt auch nicht schlimm. Ich vermute mal, dass es durch die Bewegung des Zahns irgendwie gekommen ist, dass die Füllung da gelockert hat, oder vielleicht war die auch einfach nicht mehr gut angeklebt, keine Ahnung. Karies scheint jedenfalls nicht drunter zu sein, so auf dem Röntgenbild war nichts zu sehen, auf dem letzten. Ja, aber das lasse ich dann beim nächsten Termin gleich mitstopfen, das Loch. Ja, sonst komme ich eigentlich ganz gut klar, aber ich verwende immer noch Wachs. Also gerade innen, wo diese Bögen oben und unten festgemacht sind, da ist es speziell unten für die Zunge einfach nicht toll. Und hier außen, das ist auch noch, naja, ich habe jetzt versucht, so wenig Wachs wie möglich zu verwenden, aber das sind halt so Stellen an der Mundschleimhaut, die dann so dick sind quasi. Ein bisschen unangenehm. Es geht, aber naja, ich hoffe, es gewöhnt sich noch ein bisschen dran, weil mit dem Wachs ist halt das Blöde, jedes Mal, wenn man isst, dann isst man auch Wachs mit. Wenn man es nicht vorher rausmacht. Aber wenn man es rausmacht, dann wird die Zunge wieder an diesen spitzen Stellen anstoßen und dann, wenn die Zunge so gereizt ist davon, kann man auch nicht richtig essen. Also esse ich halt Wachs mit, ne? Und putze danach die Zähne mit meinem schönen Gerät hier. Und dann klebe ich neues Wachs dran, aber das ist ein bisschen nervig, diese Wachssachen. Aber es tut sich auf jeden Fall was. Speziell unten, da sind die Zähne schon weiter auseinander gewichen. Ich habe ja die Abdrücke, da kann ich das vergleichen. Ich zeige euch mal kurz die Abdrücke. Da kriege ich ja immer so schöne, das ist Oberkiefer und das ist der Unterkiefer und das ist beides von vor der Behandlung, also vor Behandlungsbeginn. Und da kann ich immer vergleichen, von wie war es damals, wie es jetzt. Und das ist ganz interessant und lustig. Lustige Spielereien. Da sieht man auch, wie schief mein Biss war. Also der Unterkiefer war nicht zentriert durch meinen Fehlbiss. Und ja, jetzt ist er zentriert.
mein Kiefergelenke, also so ein bisschen knackt oder ruckelt das hier manchmal noch. Also das ist noch nicht so, wo ich es gern hätte. Aber es bewegt sich relativ gleichzeitig. Also ganz am Anfang war es so, dass zuerst das hier geöffnet hat und das hier nachgepoppt ist quasi. Das ist nicht mehr so, aber es ist noch nicht ganz glatt, dass es ganz glatt öffnet. Aber es ist deutlich besser schon. Vorher hat der Unterkiefer immer so eine Zickzacklinie beschrieben. Ja, mal gucken, wie sich weiterentwickelt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dann.